In den letzten Jahren war eines rund um den Microsoft Flight Simulator eigentlich immer selbstverständlich. Kommunikation, regelmäßige Developer-Livestreams, jährliche Roadmap mit klaren Ausblicken. Verpackt und angekündigt in wöchentlichen Blogposts mit Updates aus der Entwicklung. Man hatte als Community oft das Gefühl, ziemlich nah dran zu sein, wenn es darum geht, was beim Simulator gerade passiert. Doch wenn man sich die letzten Monate anschaut, fällt etwas auf. Der letzte Developer-Livestream liegt inzwischen Monate zurück. Eine Roadmap für das Jahr 2026 gibt es bislang nicht. Und auch die Kommunikation insgesamt wirkt deutlich ruhiger als früher. Gleichzeitig ist in dieser Zeit aber auch einiges passiert. Der Microsoft Flight Simulator 2024 ist inzwischen auf 3 Plattformen verfügbar: PC, Xbox und seit November 2025 auch auf PlayStation. Und genau deshalb stellt sich eine spannende Frage. Warum wirkt es ausgerechnet jetzt plötzlich so still rund um den Microsoft Flight Simulator? Kann es eventuell auch Zusammenhänge mit den massiven Umstrukturierungen bei Xbox geben? Sprechen wir darüber, gewohnt unaufgeregt, mit dem nötigen Weitblick und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Wer den Microsoft Flight Simulator schon seit dem Release im Jahr 2020 begleitet, wird sich erinnern. Es gab regelmäßig große Entwickler-Livestreams mit Jörg Neumann, Sebastian Vloch und Martial Bossard. In diesen Streams wurden neue Features vorgestellt, Fragen aus der Community beantwortet und oft auch Einblicke gegeben, woran gerade konkret gearbeitet wird. Dazu kamen wöchentliche Entwickler-Updates im offiziellen Blog und eine Roadmap für das gesamte Jahr mit grober Definition, wann was kommt. Also beispielsweise World-Updates, City-Updates, Sim-Updates, eventuelle Überraschungen und so weiter. Auch geplante Beta-Phasen für kommende Sim-Updates wurden besprochen. All das hat dafür gesorgt, dass man als Community ziemlich genau wusste, wohin die Reise geht. Natürlich lief nicht immer alles perfekt und die eine oder andere Kommunikationsbeule schlich sich hin und wieder ein, aber die Transparenz war definitiv ein großer Pluspunkt. Wenn wir in die Gegenwart schauen, fällt allerdings auf, dass sich dieser Rhythmus verändert hat. Der letzte große Entwickler-Livestream mit Jörg, Seb und Martial fand im Oktober 2025 statt. Und normalerweise lagen zwischen diesen Streams oft nur 4 bis 8 Wochen. Jetzt sind wir deutlich darüber hinaus. Das heißt jetzt natürlich nicht automatisch, dass im Hintergrund nichts passiert. Der Simulator wird weiterhin aktualisiert, es gibt weiterhin Updates und Verbesserungen. Aber die öffentliche Kommunikation über diese Entwicklungen ist gefühlt deutlich weniger präsent. Ein weiterer Punkt, der vielen in der Community aufgefallen ist: Es gibt bisher keine Roadmap für das Jahr 2026. Und das ist tatsächlich ungewöhnlich. In den vergangenen Jahren gab es meist relativ früh im Jahr eine Übersicht darüber, was uns im Laufe des Jahres erwartet. Nicht nur die eben genannten Updates, sondern beispielsweise auch Inhalte wie Local Legends, Famous Flyer oder Expert-Series. Diese Roadmaps waren freilich nie in Stein gemeißelt, aber sie haben eine Richtung vorgegeben und genau diese Orientierung fehlt aktuell ein Stück weit. Interessanterweise fällt diese ruhigere Phase genau in eine Zeit, in der eigentlich ein großer Meilenstein erreicht wurde. Im November erschien der Microsoft Flight Simulator 2024 nämlich auch auf PlayStation. Und das darf man durchaus als historisch bezeichnen. Der Simulator war über Jahre, eigentlich über Jahrzehnte hinweg ausschließlich im Microsoft-Ökosystem unterwegs, also auf PC und später dann auch auf Xbox. Mit dem Release auf PlayStation hat sich das plötzlich verändert. Der Flight Simulator ist jetzt auf 3 großen Plattformen verfügbar. Eigentlich wäre das also ein perfekter Zeitpunkt gewesen für einen großen Entwickler-Livestream. Selbstverständlich auch für eine Roadmap für die Zukunft. Oder vielleicht auch klare Visionen, wie sich der Simulator in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Doch genau das ist bisher ausgeblieben. Hinzu kommt noch eine weitere Veränderung. Ende November wurde im offiziellen Blog angekündigt, dass der bisherige wöchentliche Beitrag überarbeitet wird. Statt eines großen Blogposts soll die Kommunikation künftig auf mehrere Beiträge aufgeteilt werden. Zum Beispiel ein Wochenbriefing, ein Marketplace-Update und ein eigenes Entwickler-Update. Die Idee dahinter ist eigentlich nachvollziehbar. Mehr Struktur, mehr Übersicht.
In der Praxis kann das aber auch dazu führen, dass Informationen stärker verteilt sind und weniger gebündelt erscheinen. Und genau dadurch kann dann schnell der Eindruck entstehen, dass insgesamt weniger passiert, selbst wenn das gar nicht unbedingt der Fall sein muss. Wenn man all diese Punkte zusammennimmt, lassen sich einige mögliche Gründe ableiten, warum es aktuell ruhiger wirkt. Erstens: Der Fokus liegt möglicherweise gerade stärker auf Stabilität und technischen Verbesserungen. Gerade nach dem Release passiert im Hintergrund oft sehr viel Arbeit, die man nicht sofort sichtbar machen kann. Zweitens: Es gibt aktuell 2 Simulatoren, die parallel gepflegt werden. Der Microsoft Flight Simulator 2020 existiert weiterhin und bekommt weiterhin Updates. Gleichzeitig ist der Microsoft Flight Simulator 2024 die neue Plattform. Diese Doppelstruktur macht Entwicklung und Kommunikation natürlich deutlich komplexer. Und drittens: Vielleicht hat sich auch einfach die Kommunikationsstrategie verändert. Statt regelmäßig große Versprechen zu machen, wird möglicherweise erst dann kommuniziert, wenn Inhalte wirklich fertig sind. Was man allerdings auch klar sagen kann: Die Community des Microsoft Flight Simulator ist sehr aktiv und sehr engagiert. Und viele User haben sich in den vergangenen Jahren an eine relativ offene Kommunikation gewöhnt. Entwickler-Livestreams, Roadmaps, Einblicke in die Entwicklung. Wenn diese Dinge plötzlich seltener werden, fällt das natürlich sofort auf. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass der Simulator auf dem falschen Weg ist. Es bedeutet nur, dass sich die Art der Kommunikation möglicherweise verändert hat. Jetzt gibt es da aber auch noch einen weiteren Aspekt, den man zumindest einmal betrachten sollte. Und der hat mit der aktuellen Situation bei Xbox selbst zu tun. Denn dort steckt man aktuell in einem ziemlich großen Umbruch. Der langjährige Xbox-Chef Phil Spencer hat nach fast 4 Jahrzehnten bei Microsoft seinen Rücktritt angekündigt und die Leitung der Gaming-Sparte abgegeben. Damit endet eine Ära, die für Xbox und auch für den Microsoft Flight Simulator extrem prägend war. Unter Phil Spencer wurde der Microsoft Flight Simulator wieder ins Leben zurückgeholt und 2020 massiv gepusht. Er wurde dadurch zu einem First-Party-Titel und kam erstmalig auf eine Konsole, auf Xbox. Und Microsoft investierte stark in die langfristige Entwicklung des Projekts. Phil Spencer galt dabei intern als großer Unterstützer des Simulators und auch von Jörg Neumann und seinem Team. Doch jetzt verändert sich die Führung, was sich sicherlich intern seit Monaten angebahnt hat. Die Gaming-Sparte wird künftig von Asha Sharma geleitet, einer Managerin aus dem KI-Bereich von Microsoft. Gleichzeitig verlassen weitere Führungskräfte wie beispielsweise Sarah Bond die Xbox-Organisation. Das bedeutet, die Gaming-Sparte von Microsoft befindet sich aktuell in einer Phase des Umbruchs, dessen Planung die vergangenen Monate bereits berührt haben muss. Und genau solche Phasen führen in großen Unternehmen oft dazu, dass Kommunikation vorsichtiger wird. Strategien werden neu bewertet. Prioritäten können sich verschieben und Entscheidungen dauern manchmal länger. Ob das tatsächlich einen direkten Einfluss auf den Microsoft Flight Simulator hat, wissen wir natürlich nicht. Aber der zeitliche Zusammenhang ist zumindest interessant. Denn während sich bei Xbox die Führung verändert, wirkt auch die Kommunikation rund um den Microsoft Flight Simulator deutlich ruhiger als früher. Und das ist zumindest eine Entwicklung, die man im Hinterkopf behalten kann und beobachten sollte. Wenn man alles zusammenfasst, bleibt vor allem eine interessante Beobachtung. Der Simulator wächst weiter. Er ist inzwischen auf PC, Xbox und PlayStation verfügbar. Die Community wird größer. Und gleichzeitig wirkt die Kommunikation rund um den Simulator momentan deutlich ruhiger. Ob das nur eine Phase ist oder tatsächlich eine dauerhafte Veränderung, ja vielleicht sogar noch weitere Veränderungen folgen, das wird sich vermutlich erst in den nächsten Monaten zeigen. Eventuell sehen wir bald wieder eine neue Roadmap. Eventuell kommt auch bald der nächste große Entwickler-Livestream. Denn, und da bin ich ganz ehrlich, ich vermisse das. Naja, und bis dahin bleibt es auf jeden Fall ein spannendes Thema für die Community und vielleicht wird in Kürze kommuniziert, wie die Kommunikation zukünftig aussieht. Wie nehmt ihr die aktuelle Situation wahr? Ist euch auch aufgefallen, dass es rund um den Microsoft Flight Simulator momentan etwas ruhiger geworden ist? Oder sagt ihr, alles halb so wild, Hauptsache der Simulator entwickelt sich weiter? Schreibt mir eure Einschätzung dazu sehr gerne unten in die Kommentare.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr kein zukünftiges Video auf Andiana TV mehr verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Schön, dass du da bist. Andiana TV, wir heben ab. Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS-Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die Triebwerke brennen. Die Checklisten laufen, wir werden bald rennen. Clearance von Tower, wir rollen zu Bahn. Und noch ein letzter Blick raus, die Reise fängt an. Von Lugano nach Innsbruck, nonstop im Stream. Realismus pur, denn wir leben den Dream. Flaps sind gesetzt, wir verlassen den Boden. Der Himmel so klar, fliegen dort ganz nach oben. Performance gecheckt, der Frame-Counter stabil. Die Details der Welt sind das allergrößte Ziel. Mit Add-ons und Mods, die Community lebt. Und im Stream sieht man schnell, wie die Leidenschaft bebt. Von Boeing bis Airbus, von Jumbo bis Jet. Jedes Cockpit so echt, es wirkt wie ein Set. Einmal durchstarten, dann wieder im Flow. Und alle zusammen, gebt mir ein Go. Andiana TV, wir heben jetzt ab. Virtuelle Fliegerei, Takt für Takt. Von Takeoff bis Landing, High-Level-Show. Die Triebwerke schreien, also gebt mir ein Go. Andiana TV, wir bleiben on top.